ehrgeizig aber faul, die Psychologie, die dich festhält. Hattest du schon einmal einen Moment, in dem du dich ein bisschen selbst gehasst hast? Nicht, weil du im Leben scheiterst, sondern weil du weißt, dass du zu mehr fähig bist. Du kannst deine Zukunft so klar sehen, dass es fast weh tut. Eine Version von dir, die diszipliniert aufwacht, fokussiert, gefährlich, unaufhaltsam. Aber dann schaust du auf dein echtes Leben und es ist wieder ein Tag voller. Morgen mache ich es. Und das Schlimmste: du genießt die Faulheit nicht einmal. Du leidest darin. Du scrollst, während dein Kopf schreit. Du entspannst, während deine Schuld dich erstickt. Du vermeidest, während deine Träume still verrotten. Also hier ist die Frage: warum willst du Erfolg so sehr und kannst dich trotzdem nicht bewegen? Bleib bei mir, denn am Ende werde ich dir die echte psychologische Erklärung geben, warum dein Gehirn immer wieder Komfort statt deiner Zukunft wählt, selbst wenn es dich zerstört. Und sobald du das verstehst, wirst du dich nie wieder faul nennen. Das geheime Leben von ehrgeizig, aber festgefahren. Lass mich raten, wie deine Tage aussehen. Du wachst mit Absicht auf. Heute ist der Tag. Heute wirst du endlich dein Leben in den Griff bekommen. Du wirst endlich dieses Projekt starten, in Form kommen, deine Finanzen ordnen, dein Business aufbauen, Content erstellen, lernen, schreiben, dich verändern. Du spürst diesen frischen Morgenglauben. Ich kann immer noch zu dem werden, der ich eigentlich sein sollte. Aber dann passiert etwas. Du schaust auf dein Handy. Nur kurz. Dann werden aus einer Sekunde 5 Minuten. Aus 5 Minuten werden 30. Aus 30 wird eine Stunde. Und plötzlich, ohne dass du es merkst, hast du den Schwung schon verloren. Also sagst du dir: später. Nach dem Frühstück. Wenn ich wacher bin. Nach dem Mittagessen. Wenn ich in Stimmung bin. Aber die Stimmung kommt nie. Dann ist es Abend. Und dann beginnt die echte Folter. Du liegst im Bett und spielst den Tag wie einen Tatort immer wieder ab. Warum habe ich nicht angefangen? Warum habe ich schon wieder Zeit verschwendet? Warum bin ich so? Und du versprichst dir aggressiv: morgen mache ich das nicht noch einmal. Aber morgen kommt und du machst es wieder. Und diese Schleife wiederholt sich, bis es nicht mehr eine Phase ist, sondern deine Identität. Und jetzt fängst du an, etwas zu fürchten. Was, wenn das einfach ich bin? Hier ist die psychologische Wahrheit, die dir niemand sagt: du bist nicht faul, du bist nicht schwach, du bist nicht kaputt. Du steckst in einem psychologischen Krieg. Ein Krieg zwischen 2 Versionen von dir. Eine Version will Wachstum. Diese Version träumt, plant, visualisiert, fühlt sich lebendig, wenn sie Erfolg imaginiert. Aber da ist noch eine Version, eine, die Sicherheit will. Diese Version interessiert sich nicht für deine Träume. Sie interessiert sich dafür, Schmerz zu vermeiden. Denn die Aufgabe deines Gehirns ist nicht Glück, sondern Überleben. Und wenn du versuchst, dich auf deinen Traum zuzubewegen, sieht dein Gehirn Gefahr. Anstrengung, Unsicherheit, Ablehnung, Versagen, Demütigung, Risiko, Unbequemlichkeit, und es interpretiert all das als Bedrohung. Also tut es das, wofür es gemacht ist. Es schützt dich, indem es dir eine Abkürzung anbietet, etwas Leichtes, etwas Belohnendes, etwas, das sofort beruhigt. Scrollen, Videos, Games, Essen, Porn, Schlaf, alles, was kein Wachstum verlangt. Und jedes Mal, wenn du das wählst, gibt dir dein Gehirn Dopamin. Erleichterung. Und diese Erleichterung lehrt dein Nervensystem eine mächtige Lektion. Das Vermeiden deines Traums fühlt sich sicher an. Also beginnt dein Gehirn dieses Muster automatisch zu wiederholen. Nicht, weil du dumm bist, sondern weil du ein Mensch bist. Aber hier wird es gefährlich. Jedes Mal, wenn du vermeidest, überspringst du nicht nur Arbeit. Du bringst deinem Gehirn eine dunklere Überzeugung bei: meine Zukunft ist nicht wichtig. Jede vermiedene Aufgabe wird zu einem Beweis. Jedes unfertige Ziel wird zu einem Beleg. Und langsam formst du eine Identität. Ich bin die Art Mensch, die es nicht durchzieht. Und sobald sich Identität bildet, wird sie selbsterfüllend. Du hörst auf zu kämpfen, nicht weil du nicht kannst, sondern weil du glaubst, es sei sinnlos. Darum fühlt sich fauler Ehrgeiz so schmerzhaft an, weil du nicht in Frieden lebst. Du lebst in Selbstverrat. Und Selbstverrat
ist eine Form psychologischen Traumas. Du enttäuschst immer wieder die eine Person, der du nicht entkommen kannst. Dich selbst. Die versteckte Sucht, über die niemand spricht. Komfort. Die meisten Menschen merken das nicht. Aber Prokrastination ist eine Sucht. Nicht nach dem Handy, nicht nach Videos, nach Komfort. Denn Komfort ist vorhersehbar. Komfort ist kontrolliert. Komfort urteilt nicht über dich. Und für ehrgeizige Menschen wird Komfort zur Droge. Warum? Weil Ehrgeiz Druck erzeugt. Und Druck löst Angst aus. Und Angst löst Vermeidung aus. Und Vermeidung löst Erleichterung aus. Und Erleichterung löst Dopamin aus. Und Dopamin trainiert das Verhalten. So wird das Gehirn süchtig danach, dem Druck zu entkommen. Nicht, weil du faul sein willst, sondern weil du willst, dass der Schmerz aufhört. Darum kannst du ehrgeizig sein und trotzdem nichts tun. Du bist nicht faul, du bist emotional überfordert. Und statt die Überforderung zu konfrontieren, beruhigt dein Gehirn sich selbst. Der stille Feind, hinter allem, Angst vor dem Tod deiner Identität. Jetzt wird es schwerer, denn der tiefste Grund, warum du nicht handelst, hat nichts mit Zeitmanagement zu tun, nicht mit Disziplin, nicht mit Motivation, sondern damit, Handeln würde dich zwingen herauszufinden, wer du wirklich bist. Gerade jetzt lebst du im Potenzial. Potenzial ist angenehm. Potenzial sagt dir, ich könnte großartig sein. Aber in dem Moment, in dem du es wirklich versuchst, riskierst du, diese Fantasie zu verlieren. Du riskierst zu entdecken, vielleicht bin ich gar nicht so besonders, wie ich dachte. Vielleicht klappt es nicht. Vielleicht reichen meine Ideen nicht aus. Vielleicht scheitere ich öffentlich. Vielleicht lachen Menschen. Vielleicht beweise ich meine eigenen Zweifel. Also bleibst du im Planen, im Träumen, im Vorstellen. Denn Vorstellung ist sicher, aber Realität ist brutal. Und dein Gehirn hält lieber den Traum am Leben, als ihn zu riskieren. So wird Prokrastination zu Schutz. Ein Abwehrmechanismus gegen den Tod der Identität. Und genau deshalb sind ehrgeizige Prokrastinierer gefangen. Denn Versuchen fühlt sich wie Gefahr an. Und Nicht-Versuchen fühlt sich wie langsamer Selbstmord an. Also leidest du auf beiden Seiten. Perfektionismus, die sozial akzeptabelste Form von Angst. Lass uns über Perfektionismus sprechen, weil er wahrscheinlich still dein Leben zerstört. Perfektionismus klingt nach hohen Standards. Aber psychologisch, Perfektionismus ist Angst, Angst im Anzug. Wenn ich es nicht perfekt machen kann, sollte ich es gar nicht machen. Aber was das wirklich bedeutet, wenn ich es unperfekt mache, werde ich verurteilt. Wenn ich anfange und scheitere, werde ich Scham fühlen. Wenn ich es versuche und es nicht großartig ist, verliere ich meine Identität als begabt. Also wartest du. Du wartest, bis du dich bereit fühlst, bis du den perfekten Plan hast, bis du zuerst deine Zukunftsversion wirst, bevor du wie sie handelst. Aber hier ist die Falle. Bereitschaft ist ein Gefühl und Gefühle sind unzuverlässig und Perfektionismus lässt dich ewig warten. Denn perfekt kommt nie. Also fängst du nie an und du nennst es Planung, aber es ist Vermeidung. Die härteste Wahrheit. Du fürchtest nicht Versagen, du fürchtest Scham. Die meisten glauben, sie fürchten Versagen. Tun sie nicht. Sie fürchten Scham. Versagen ist ein Ereignis. Scham ist Identität. Scham sagt, ich habe nicht versagt. Ich bin ein Versager. Und wenn du in einem Umfeld aufgewachsen bist, in dem Liebe bedingt war, in dem du nur für Ergebnisse gelobt wurdest, in dem Fehler bestraft wurden, dann hat dein Nervensystem etwas gelernt. Versagen, Gefahr. Also vermeidet dein Gehirn Versagen, indem es Handeln vermeidet. Denn Handeln erzeugt Risiko. Risiko löst Scham aus. Scham fühlt sich wie Tod an. Also bleibst du stehen. Und weil du stehen bleibst, scheiterst du nie. Aber du gewinnst auch nie. Und dann baut dein Gehirn eine neue Identität. Ich bin faul. Und diese Identität ist tatsächlich sicherer. Denn faul bedeutet, ich könnte Erfolg haben, wenn ich nur wollte. Und das hält dein Ego intakt. Darum ist Prokrastination so verführerisch. Sie lässt dich weiter an dein Potenzial glauben, ohne deine Realität zu riskieren. Der Wendepunkt, die versteckten Kosten von Vermeidung. Jetzt will ich, dass du gut zuhörst. Jedes Mal, wenn du vermeidest,
fühlst du kurzfristige Erleichterung. Aber dein Gehirn baut gleichzeitig Angst auf. Denn unerledigte Ziele sind offene Schleifen. Und offene Schleifen erzeugen psychologische Spannung. Darum beruhigt dich Prokrastination nicht. Sie verfolgt dich. Selbst wenn du etwas Lustiges anschaust, flüstert dein Gehirn, du solltest mehr tun. Und dieses Flüstern wird zu deinem inneren Raubtier. Es folgt dir überall. Und mit der Zeit wird dieser Druck zu Depression. Nicht immer Traurigkeit. Manchmal ist Depression einfach der Schmerz, von deinem eigenen Leben getrennt zu sein. Du bist nicht depressiv, weil das Leben schwer ist. Du bist depressiv, weil du dein echtes Leben nicht lebst. Du siehst zu, wie du zerfällst und du kannst es nicht stoppen. Wie durchbrichst du es? Nicht mit Motivation. Motivation ist emotionales Wetter. Sie wechselt. Du durchbrichst den Kreislauf mit einer Sache. Identität. Denn Menschen steigen nicht zu Zielen auf. Sie fallen auf Identität zurück. Wenn du dich als jemand siehst, der anfängt, wirst du anfangen. Wenn du dich als jemand siehst, der vermeidet, wirst du vermeiden. Also ist die Lösung nicht, arbeite härter, sondern werde jemand, der Unbehagen tolerieren kann. Denn Disziplin ist keine Gewalt. Disziplin ist Toleranz. Toleranz für Langeweile. Toleranz für Unperfektheit. Toleranz für Angst. Toleranz für Anspannung. Toleranz dafür, dumm auszusehen. Das haben erfolgreiche Menschen. Nicht mehr Talent, mehr Toleranz. Die Methode, die dein Gehirn umverdrahtet, und sie ist nicht sexy, hier ist, was du tust. Du machst die Aufgabe kleiner. Nicht, weil es leichter ist, sondern weil dein Gehirn dann aufhört, Gefahr zu sehen. Dein Gehirn hat Angst vor dem Berg, also trainierst du es mit Schritten. 15 Minuten, ein Absatz, eine E-Mail, ein Workout, ein Stück Fortschritt und du machst es jeden Tag, selbst wenn du es hast. Denn Konsequenz macht etwas Mächtiges, sie entfernt das Drama. Du hörst auf, mit dir selbst zu verhandeln und du brauchst keine Motivation mehr, weil dein Gehirn beginnt, deinem Muster zu vertrauen. Und Vertrauen erzeugt Momentum. Momentum erzeugt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen erzeugt Identität. Und Identität erzeugt Transformation. Umgebung ist stärker als Willenskraft. Hier ist eine weitere Wahrheit. Deine Umgebung formt dich. Wenn dein Handy neben dir liegt, wirst du es nehmen. Wenn dein Bett sichtbar ist, wirst du dich hinlegen. Wenn dein Arbeitsplatz chaotisch ist, wird dein Kopf chaotisch. Das ist keine Schwäche, das ist Psychologie. Dein Gehirn wählt den einfachsten Weg. Also musst du den Weg neu bauen. Handy in ein anderes Zimmer, Benachrichtigungen aus sauberer Tisch, Zeitblock, Einzelaufgabe, Fokus, sichtbare Checkliste, Ablenkungen entfernt. Das ist nicht Ästhetik, das ist Krieg. Du erschaffst ein Leben, in dem Ablenkung schwieriger ist als Disziplin. Die echte Veränderung passiert, wenn du es müde tust. Hör zu. Die meisten warten, bis sie Energie haben. Aber so gewinnt man nicht. In dem Moment, in dem du etwas Produktives tust, während du müde bist, unmotiviert, gelangweilt, ängstlich, lehrst du deinem Gehirn etwas Lebensveränderndes. Ich kann handeln, auch wenn ich keine Lust habe. Das ist der Moment, in dem du gefährlich wirst. Denn jetzt kontrollieren Emotionen dein Verhalten nicht mehr. Und das ist die Definition von Reife. Die Haupterklärung, die ich versprochen habe, hier ist sie. Der wahre Grund, warum du ehrgeizig, aber faul wirkst, ist, dass dein Gehirn gelernt hat, Anstrengung mit Schmerz zu verbinden. Es vermeidet nicht Arbeit. Es vermeidet emotionale Bedrohung, Angst zu scheitern, Angst vor Scham, Angst vor Urteil, Angst, Identität zu verlieren, Angst, die eigenen Zweifel zu beweisen. Also flüchtest du in Komfort. Und Komfort wird süchtig machend, weil er die Bedrohung kurzfristig entfernt. Darum frierst du ein. Du bist nicht faul. Du verteidigst dich. Aber hier ist die Tragödie. Du verteidigst dich vor Schmerz, indem du ein Leben aufbaust, das mehr Schmerz erzeugt. Denn Vermeidung schützt dich nicht. Sie tötet dich langsam. Abschließender Gedanke. Die Frage, die du nicht ignorieren kannst. Du hast zwei Leben. Das Leben, das du lebst und das Leben, das du leben könntest. Und jedes Mal, wenn du vermeidest, driften diese beiden Leben weiter auseinander, bis die Lücke unerträglich wird.
Also hier ist die Frage, die ich dir heute Nacht im Kopf lassen will. Vermeidest du Arbeit oder vermeidest du den Moment, in dem du endlich herausfindest, wozu du wirklich fähig bist? Denn dein Traumleben wird nicht durch Motivation aufgebaut. Es wird aufgebaut, indem du Unbehagen wählst, bis dein Nervensystem aufhört, es Gefahr zu nennen. Und eines Tages wachst du auf und du bist nicht länger die Person, die anfangen will. Du bist die Person, die es tut.